besuchen Bayern, aber übersehen vollkommen das schwebendste Kunstwerk des ganzen Barock. Vielleicht liegt es daran, dass dieses schwerelose Kunstwerk abseits der ausgetretenen Touripfade mitten auf dem bayerischen Land liegt und einfach immer noch ein echter Geheimtipp Bayerns ist. Das hier sollte eigentlich physikalisch unmöglich sein. Eine tonnenschwere barocke Figurengruppe, die einfach so im Raum schwebt? Ich wage heute eine Behauptung. Sogar der große Gian Lorenzo Bernini, der Gottvater des römischen Barocks, wäre hier mitten auf dem bayerischen Land neidisch geworden. Warum Egid Quirin Asam hier etwas geschaffen hat, das Bernini mit all seinem Marmor und Gold verwehrt blieb und welches technische Geheimnis hinter dieser Himmelfahrt, dem vielleicht bahnbrechendsten Barockkunstwerk der Asam-Brüder steckt, das entschlüsseln wir jetzt. Willkommen in der Abteikirche von Rohr. Rohr ist eine kleine Gemeinde mit 3500 Einwohnern und liegt mitten in Bayerns berühmtesten Hopfenanbaugebiet, der Hallertau, nur 1,5 Stunden Autofahrt nördlich von München. Man kann Rohr sehr gut mitnehmen auf dem Weg nach Regensburg, das noch 30 Minuten Autofahrt entfernt ist. 44.000 Kirchen gibt es in Deutschland. Ganze 13.000 Kirchen gibt es nach Schätzungen des Denkmalamtes allein in Bayern. Wenn du die Abteikirche hier in Rohr selbst besuchst, wirst du merken, diese Kirche ist keine normale Kirche. Sie ist eines der extremsten und wunderbarsten Meisterwerke des Barocks in Bayern und man kann sogar sagen der Welt. Aber was macht diesen Ort zu einem Wunder? Und was hat Bernini in Rom mit diesem Wunder zu tun? Bevor wir das Geheimnis der schwebenden Maria lüften, müssen wir über den Regisseur dieses Wunders sprechen. Das Licht. Was wir hier sehen, ist die bayerische Perfektion des Luce al Bernini. Bernini revolutionierte den Barock mit dieser Technik. Kurz nach 1600 geht es in der Kunst nicht mehr darum, den Menschen perfekt darzustellen wie in der Renaissance, sondern zu zeigen, wie fühlt es sich an, ein Mensch zu sein. Es werden ganze Bücher geschrieben, wie man Emotionen im Theater und in der Kunst darstellen kann. Und das Licht ist wichtig, weil es die Stimmung des Menschen und die Emotionen verstärkt. Das wendete Bernini auch in seinen Kirchen an. Deshalb versteckt er Fenster so geschickt, dass sie für den Betrachter unsichtbar blieben. Das Ziel? Natürliches Licht gezielt auf die Skulptur zu lenken, um eine dramatische, übernatürliche Atmosphäre zu schaffen. Das Licht scheint nicht von einem Fenster, sondern direkt aus dem Himmel zu fallen, um Religion erlebbar zu machen. Gehen wir kurz nach Rom, zu Berninis vielleicht allerersten inszenierten Figur Santa Bibana, die mit Licht von einem Obergartenfenster beleuchtet wird. Zur Raimondi-Kapelle in San Pietro in Montorio, die dramatisch durch 2 seitliche Lichtschlitze beleuchtet wird. Und zum absoluten Gipfel der Verzückung der heiligen Teresa in der Cappella Cornaro. Dort bündelte Bernini das Licht sogar mit einer speziellen Linse, die das Licht von oben auf die ergriffene Figur der heiligen Teresa wirft, um ihre heilige Ekstase mit dem Sonnenstand an ihrem Festtag am 15. Oktober in maximalen Effekt zu tauchen. Da schauen wir mal, was Asam in Rohr daraus macht. Während Bernini das Licht nutzt, um eine Figur in einer Nische wie auf einer Guckkastenbühne zu isolieren und zu inszenieren, wird das Licht bei Asam zur simultanen Erzählung und verwandelt nicht nur den Altar, sondern den ganzen Raum in ein heiliges Theater. Balkons an der Seite sind nicht mehr wie bei Bernini nur illusionistische Reliefs, sondern reale Theaterlogen. Die Grenzen zwischen Architektur und Vision verschwimmen irgendwie. Asam nutzt alle Kniffe Berninis, um mit mehreren Lichtquellen die Veränderung der Sonne in die Szene einzufangen. Am Morgen zum Beispiel regnet das Licht von oben vom Heiliggeistfenster auf die schwebende Marienfigur herab und sie greift nach dem Ring, der ihr von der Heiliggeisttaube entgegengeflogen wird und wird dabei von den beiden starken Engeln emporgeflogen.
Und gegen das orange gefärbte Glas zwischen Jesus und Gott Vater sind absichtlich Figuren gesetzt und vergoldete Strahlen dieses Licht dann bewusst auf unterschiedlichen Oberflächen brechen und so irgendwie auch sichtbar machen. Und die seitlichen Lichtschlitze, die besonders am Mittag Licht auf die Szene werfen, werden von Asam genutzt, um ein scharfes Spotlight auf die Reaktionen der Jünger zu werfen, die am Grab Mariens stehen, den Deckel an die Wand gelehnt sehen und sich wundern, wo jetzt eigentlich die verstorbene Maria hin ist. Sie zeigen ihr Erstaunen über die Himmelfahrt Mariens über ihren Köpfen. Und das Licht setzt die dramatischen Reaktionen künstlerisch in Szene. Und der Lichtwandel ist nicht mehr statisch auf eine Lichtquelle, sondern auf mehrere Lichtsituationen ausgelegt und erzählt immer wieder neue Aspekte der Szene über den Tag verteilt. In Rohr gibt es auch keine Nische mit einem Rahmen mehr. Der ganze Raum ist der Rahmen. Die Ordnung der 8 mächtigen farbigen Säulen des Hochaltars setzt sich im Raum fort. Dort sind sie allerdings etwas zurückhaltender in Weiß und in Pastellrot gefasst, um den Fokus auf die Hauptszene der schwebenden Mutter Gottes zu lenken. Es hält sich einfach hartnäckig das Gerücht, dass das Geld ausgegangen sei für ein Fresko im Mittelschiffgewölbe, aber das halte ich für nicht nachvollziehbar. Eher sind hier Renaissance-Ornamente angebracht, die das Licht des Hauptaltars nochmal auffangen und den Fokus nicht wegnehmen. Asam nutzt zwar den Effekt des orangen Lichtfensters, wie bei Berninis Heiliggeistfenster im Petersdom in Rom, interpretiert es hier aber gleichzeitig als eine göttliche Invasion in den realen Raum der Kirche. Wo Bernini das Licht dramatisch lenkt, lässt Asam es den gesamten Raum regieren. Das Licht verändert hier im Stundentakt die Aussage. Mal ist es die tiefe Trauer der Apostel am leeren Grab, mal der gleißende Triumph der Himmelfahrt. Asam hat keinen Altar gebaut, sondern einen Film gedreht, der seit 300 Jahren jeden Tag neu abläuft. Und jetzt verrate ich dir die geheime Konstruktion Egid Quirin Asams, um Maria zum Schweben zu bringen. Siehst du den Apostel, der die Rose gefangen hat, auf der linken Seite? Sie wird von einem versteckten Putto aus einem Blumenkorb herausgeworfen. Aber der Engel verteilt nicht nur schöne Blümchen an die entsetzten Jünger, sondern in ihm steckt ein Stück Schmiedeeisen, das die ganze Konstruktion hält. Und es gibt noch einen zweiten Putto, der über Kopf lässig einen Lilienkranz herbeifliegt auf der rechten Seite. Auch er hat eine geheime Eisenstange in sich, um die Engel und Maria zu tragen. An dieser Stelle hat der Bildhauer Egid Quirin Asam den großen Bernini aus Rom überholt. Man könnte sagen, Bernini meißelte für die Ewigkeit. Er arbeitete mit Marmor und Bronze, Materialien, die schwer und unnachgiebig sind. So genial sie sind, aber das limitiert in gewisser Weise die Möglichkeiten seiner Kunst auf das Material. Der künstlerische Höhepunkt der Asams ist 80 Jahre später als Bernini. Egid Quirin greift also etablierte künstlerische Erfindungen Berninis auf, aber biegt bei der Materialwahl anders ab. Er setzt auf radikale Leichtigkeit. Stuck, Stuckmarmor, Stroh, Holz und eine geniale, versteckte Eisenkonstruktion. Das erlaubte ihm das gewagteste Experiment des Barock: eine Figur schweben zu lassen. Stuck ist formbar, leicht und erlaubt diese fliegenden Gewänder und schwebenden Körper, die in Marmor einfach wegbrechen würden. Es geht bei Asam nicht ums Material, sondern um den Effekt, die Inventio, den künstlerischen Einfall, die Überraschung beim Betrachter. Das ist der ultimative Unterschied zu Bernini. In Rom schauen wir einer Heiligen in einer Nische zu. In Rohr aber findet die Vision jetzt statt, mitten in unserem Raum. Es ist eine simultane Geschichte, das menschliche Entsetzen der Apostel am Boden und der göttliche Triumph der Maria in der Luft. Alles passiert gleichzeitig. Alles ist real. Das gleiche Licht, das Maria in den Himmel hinaufzieht, berührt auch mich als Betrachter. Ich muss jetzt mit einem Irrglauben aufräumen. Überall heißt es nur die Asam-Kirche Rohr, als wäre alles von den Asams. Die Architektur selbst aber erzählt eine ganz andere Geschichte. Ein Blick auf den Bauplan verrät:
Eine Wandpfeilerbasilika nach dem berühmten römischen Vorbild Sant'Andrea della Valle. Der Plan stammt nicht von den Asams, sondern wie die Fachliteratur nahelegt, vom erfahrenen Baumeister Josef Bader, der 1716 den Kirchenbau startete. Die Pläne berühmter Sakralarchitektur Europas, besonders aus Rom, sind über Stiche weltweit bekannt. Es überrascht also nicht, dass ein bayerischer Architekt in seinem Plan auf Rom schaut. Erst 5 Jahre später, also 1721/22, sind die Asams dann konkret mit der Baustelle im Innenraum der Abteikirche Rohr beschäftigt. Ja, man kann sagen, Egid Quirin Asam hat Baders Architektur von innen gesprengt. Aber er agiert in einem bereits vorhandenen Raum und das ist auch typisch für die Asams. Wie bei ihrem vorherigen Projekt schon in Weltenburg und auch später in Osterhof und Aldersbach werden sie den bereits geplanten und gebauten Innenraum anderer Architekten bespielen. Wenn du Rohr selbst besuchst, wirst du spüren, wie viel Innovation und künstlerische Energie Egid Quirin Asam in diesen Raum gesteckt hat. Man muss bedenken, dass er damals gerade mal 29 Jahre alt war. Es ist sein erster, großer künstlerischer Wurf. Asam war nicht irgendein Dekorateur, er war ein Lichtgenie und Raumpsychologe, der hier ein innovatives, heiliges Theater mit allen Mitteln erschaffen hat. Apropos Asam-Brüder. Egid Quirin Asam war der jüngere der beiden Asam-Brüder und am Anfang eigentlich im Schatten seines älteren Bruders Cosmas Damian Asam, der als Maler in Rom an der prestigeträchtigen San Luca Akademie studiert hatte. Hier in Rohr hat der ältere Bruder lediglich ein paar Gemälde an den Seitenaltären beigesteuert. Das Projekt in Rohr setzt der jüngere Bildhauer Bruder Egid Quirin federführend um und tritt damit aus dem Schatten seines berühmten Bruders endgültig heraus. Rohr gilt als die zweite große Arbeit der Asam-Werkstatt nach Kloster Weltenburg. Dass wir heute von Asamkirche Rohr sprechen, ist in gewisser Weise legitim, denn ihre Werkstatt prägte das Raumerlebnis. Doch wir dürfen auch eine wesentliche Kraft hinter den Künstlern nicht vergessen. Die geistlichen Auftraggeber des bayerischen Barock, wie der Propst von Rohr, Patricius von Heidern. Im Barock war Kollektivplanung auf einer Baustelle ganz normal. Gerade aber geistliche Auftraggeber waren es, die den inhaltlichen, konzeptionellen Rahmen für die eigentlichen Räume vorgaben. Rohr ist nicht das Werk eines einzelnen Genies, sondern das Ergebnis einer perfekten Symbiose aus römischer Vision, asamischen Handwerks und geistlicher Regie. Und natürlich, nicht zu vergessen, bayerischer Sonne. Doch wir müssen ehrlich sein, was wir heute hier in Rohr sehen, ist nur ein halbes Kunstwerk. Bis 1946 gab es hier eine feine Chorschranke mit französisch inspirierten Renaissance-Ornamenten und sie trennte die Welt der Gläubigen von der Welt der Mönche. Diese Schranke war die Rampe unserer Bühne hinter mir und erst durch sie entstand diese unglaubliche Tiefenwirkung. Dass sie heute fehlt, ist ein Zeugnis der Wechsel von Geschichte, finde ich, von der wirtschaftlichen Blüte bis zum Ruin durch die Säkularisation 1803, als das Kloster fast auf Abbruch verkauft wurde. Und ich zeige dir jetzt ein Behind-the-Scenes-Ort, wo ich glaube, ein paar Reste gefunden zu haben. Komm mal mit! Ich stehe jetzt hier vor einem Haufen Holz und es ist extremst staubig und ich glaube, es liegt schon ein paar Jahrzehnte hier rum. Und wenn ich so genauer drauf schaue, könnte das genau die fehlende Schranke sein. Von den Formaten, von den Ornamenten. Warum liegt es hier? Ich weiß es nicht genau. Ich müsste mal einen Restaurator fragen, der es wirklich verifiziert. Ich fände es einen Traum, dass man die Schranke wieder installiert und diesen ursprünglichen barocken Effekt hat. Schade. Wow. Ich bin jetzt hier am Balkon auf Augenhöhe mit Egid Quirins Meisterwerk, der schwebenden Muttergottes von Rohr. Wow! Egid Quirin Asam hat in Rohr bewiesen, Kunst kann nicht nur die Welt abbilden, sie kann sie für einen Moment aufheben und schwerelos machen. Ich bin mir sicher, Bernini hätte hier gestanden und geschwiegen. Oder bei seinem heißblütigen Temperament wohl eher schimpfend den Raum verlassen.
Und wenn du wissen willst, wie die Asams in München ihre eigene Privatkirche in ein noch dunkleres, noch radikaleres Geheimnis verwandelt haben, dann klick jetzt hier auf dieses Video. Wenn du mehr imposante Kunst in Europa entdecken möchtest, über die zu wenig gesprochen wird, dann begleite mich auf meiner nächsten Reise zu den kulturellen Trüffeln Europas und folge meinem Kanal. Ich sage danke fürs Zuschauen und Servus aus Rohr.